Heute in diesem Video gehen wir zusammen einen gefangenen Seelöwen retten und dafür müssen wir auf unsere Jetskis, die eigentlich eine Achterbahn sind. Was es damit auf sich hat, das jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits und einem neuen Einzelreview zu einer einzelnen Attraktion, einer einzelnen Achterbahn. Und heute sind wir wieder mal in SeaWorld, aber nicht die SeaWorld Parks, die ihr kennt aus den USA, sondern im SeaWorld Australia an der Gold Coast, direkt in Surfers Paradise. Dieses SeaWorld hat nichts mit den anderen SeaWorlds zu tun, ist trotzdem SeaWorld, aber da gab es nie Wale. Den Rest gibt es da trotzdem. Muss man wissen, ob man Bock drauf hat. Wir wollen auf jeden Fall Achterbahn fahren und deswegen waren wir da und sind auch Jet Rescue gefahren. Und Jet Rescue ist von 2008 ein sogenannter Family Launch Coaster, also eine abgeschossene Familienachterbahn und weltweit die zweite Anlage, die die Firma Intamin Amusement Rides ausgeliefert hat. Über die erste Anlage haben wir auf jeden Fall schon mal gesprochen und das ist der Moto Coaster im Dream World, der 2007 aufgemacht hat und wirklich nicht gut war. Ein Jahr später hat man sich auf jeden Fall schon stark verbessert. 5 Jahre später hat man dann quasi der Masterpiece abgeliefert. Aber Step by Step gehen wir das Ganze jetzt durch und reden heute über Jet Rescue in SeaWorld Gold Coast, Surfers Paradise, Queensland, Australia. Das Ganze ist eigentlich nicht nur eine Abschussfamilienachterbahn, sondern ein Multi-Launch Coaster, denn es gibt 2 Abschüsse. Allgemein sind bei diesen Bahnen die Zahlen jetzt nicht so beeindruckend, aber meiner Meinung nach machen die Dinge richtig Spaß und haben sehr viel Potenzial und bieten sehr viel. Und vor allem sind diese Achterbahnen auch mega gut für Leute mit Höhenangst, denn die maximale Höhe bei Jet Rescue beträgt 6 Meter. Und auf dieser 560 Meter langen Strecke bewegen sich mit bis zu 70 km/h theoretisch 2 Züge. Als wir vor Ort waren, war Hauptsaison und es war nur ein Zug da. Und das garantiert, denn das Abstellgleis ist sehr, sehr gut einzusehen. Ein Zug besteht übrigens aus 8 Reihen hintereinander mit 2 Jetskis nebeneinander, sodass 16 Personen gleichzeitig in einem Zug Platz finden und wenn mit 2 Zügen operated wird, man eine theoretische Stundenkapazität von 800 Personen pro Stunde erreicht. Die Sitzposition ist eigentlich auch echt cool, denn das ist halt ein Jetski. Man sitzt wirklich auf so einem ganz kleinen, süßen, schnuckligen Jetski und wird von hinten schon vom Sitz grundsätzlich gehalten und dann kommt von vorne so ein Schoßbügel, der ist ein bisschen komisch geformt, man sitzt auch relativ tief drin. Wenn deine Beine ein bisschen zu lang sind, wird es schon schwierig, da anständig reinzukommen, weil man den Bügel so komisch drüber schiebt und da man ganz komisch sitzt. Das ist ein bisschen gagelig irgendwie. Aber ansonsten ist es natürlich ziemlich cool, wenn eine Achterbahn als Jetski oder ein Jetski als Achterbahn gebaut ist. Jet Rescue an sich ist ja nicht nur der Name, sondern theoretisch auch das Thema, aber so viel Thema ist da gar nicht gegeben, außer halt die Jetskis, auf denen wir sitzen und ein bisschen Kunstfelsen an der Strecke. Es gibt noch das Schild mit dem Logo, was an einer Wand hängt oder beziehungsweise über einem Tunnel und unter diesem Tunnel drunter durch muss man nämlich auch, denn Jet Rescue befindet sich in einer Sackgasse, wo nur Jet Rescue ist. Die Warteschlange ist auch eher überschaubar, sie ist draußen und so ein Schirmzeltdach teilweise darüber und ja, so Zeltdach ist auch die Station und der Lounge und das Stationsgebilde ist eigentlich ganz cool, weil es offen, hell und so frei ist. Andererseits sieht es irgendwie so gefühlt provisorisch aus, weil man halt kein krasses, besonderes Stationsgebäude hat, sondern ja, einfach alles draußen so ist, wie es ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit übrigens dann mit dem Fastpass das Ganze schneller zu besuchen. Es gibt ein On-Ride-Foto. Wie gesagt, die Station hat auch dann nur so ein Zeltdach drüber. Der Launch, der erste, ist auch überdacht. Der zweite, haben wir schon gesprochen, dass es einen gibt, der ist ein bisschen besser eingehaust, viel closer, hat aber, wenn man es von außen sieht, auch dann nur so ein Plandach, was aber absolut nicht schlimm ist und man auch gar nicht sieht und merkt bei der Fahrt. Also grundsätzlich das Ganze irgendwie ziemlich sauber und clean aufgebaut und sieht dadurch ganz schick aus. Wir hatten natürlich auch gutes Wetter in dem Moment, wo wir da waren. Was ein bisschen schade ist, dass man vor allem den ersten Launch gar nicht richtig sehen kann, weil der in der Station zwar startet, aber der Hauptteil halt in einem Bereich stattfindet, den man überhaupt nicht einsehen kann. Aber bevor wir zu der Fahrt an sich kommen, müssen wir natürlich auch noch kurz über die Story sprechen. Die wird einem in der Warteschlange auf mehreren Screens gezeigt. Da läuft nämlich im Loop die Mischung aus, wie steige ich in diese Jetskis
Jetskis ein und was haben wir eigentlich hier für eine Story? Und in der Story geht es darum, dass wir einen gefangenen Seelöwen retten müssen und natürlich gehören wir zu der SeaWorld Research and Rescue Foundation und sind damit unterwegs auf diesen Jetskis, um den gefangenen Seelöwen zu retten. In Vorbereitung dieses kleinen Reviews habe ich dann gelesen, dass es einen Seelöwen-Animatronic gibt. Und habe ich keinen gesehen. Nee, nichts wahrgenommen. Von außen habe ich ja auch ein bisschen die Bahn gefilmt. Nee, würde ich ja auch irgendwie so platzieren, dass man den nicht nur bei der Fahrt sieht, die nämlich sehr schnell ist, sondern dass man den auch von außen sieht, weil so ein Animatronic ist natürlich kostspielig und aufwendig und cool und will man sehen. Nee. Nochmal das Video durchgegangen, das On-Ride, so ein bisschen so Frame by Frame fast. Ich habe ihn gefunden, glaube ich. Und wenn das der Seelöwen-Animatronic ist, ist das, glaube ich, der schlecht platzierteste Animatronic der Menschheitsgeschichte. Vielleicht nach dem Yeti bei Expedition Everest. Und man sieht nicht, ob er sich, ich glaube nicht, dass er sich bewegt. Man würde es auch nicht sehen. Man nimmt ihn noch nicht mal richtig wahr. Denn im Tunnel des zweiten Launches befindet sich dieser Seelöwe. Was ist das für ein Quatsch? Ich habe das bei der Fahrt nicht wahrgenommen, noch nicht mal beim On-Ride-Schneiden, jetzt nur, als ich nochmal geguckt habe. Wer macht denn so einen Blödsinn? Keine Ahnung. Also ich würde das vielleicht etwas anders machen und die Idee ist ja ganz cool, mit der Story eine Attraktion aufzuwerten mit einem eventuell vielleicht sogar aufwendigen Animatronic, der dann nicht nur für eine Fahrt ist, sondern den man von außen sehen kann. Weiß ich nicht. Also, aber da wir die ganze Zeit über die Fahrt sprechen, müssen wir das natürlich jetzt auch mal ein bisschen aufarbeiten. Überwiegend, fast nur, ist man sehr, sehr bodennah unterwegs, was auch schlau ist, was der Clou des Ganzen ist und was schon fast typisch für die Intermin Family Launch Coaster ist, weil die da meistens so coole Fahrzeuge bekommen und dann natürlich ein Thema und eine Story haben. Und warum sollten wir jetzt quer durch die Luft fliegen, wenn wir auf dem Jetski unterwegs sind? Natürlich kann man mal über so eine Welle springen und dann haben wir ja auch dann diese 6 Meter, wo wir nämlich einmal quer über die Strecke fahren. Aber Step by Step. Die Fahrt startet in der Station und der Reibrad-Launch bringt uns auf 65 km/h und es geht erstmal aus der Station gerade raus. Ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, ein bisschen Energie in die ganze Kiste bringen und dann geht es sehr bodennah in einer riesigen Rechtskurve einmal fast komplett rum und dann kommt der höchste Punkt quasi gefühlt von der Bahn und wir fahren diese 6 Meter über die Strecke quer drüber hinweg. Das mit einem kleinen Umschwung, um dann in einer S-Curve in den Tunnel zu fahren. Der Tunnel ist parallel zur ersten Launchstrecke und dort beschleunigen wir auf die finalen 70 km/h Spitzengeschwindigkeit von Jet Rescue, haben dann den zu rettenden Seelöwen und normalerweise sollte dann auch das Ende des Tunnels mit Nebel gefüllt sein, dass man halt nicht sieht, wo es danach lang geht und da rausknallt. Das war bei uns leider auch nicht der Fall. Aber man knallt raus und zwar mit einem Affenzahn direkt in einer Rechtskurve, 180 Grad Rechtskurve. Darauf folgt auch eine sehr zackige S-Kurven-Kombination, eine weitere 180 Grad Rechtskurve und wieder eine S-Kurven-Kombination, die aber da quasi dann aus 3 S-Kurven steht, die auch etwas nach oben gehen, damit wir nämlich nochmal über den Track drüber hinwegkommen und fahren daraus direkt schon in eine Trim Brake und dann in eine Kurve in den Brake Run an sich. Das ist ein bisschen schnell, wie man da noch reinkommt und ein bisschen zu viel Energie noch übrig. Und da fahren wir parallel zu dem Abstellgleis und es gibt einen getrennten Ein- und Ausstieg bei der Bahn. Und die Bahn ist wirklich extrem schnell unterwegs gefühlt. Das ist natürlich dann, auch wenn es nur 70 km/h ist das Geschwindigkeitsgefühl viel höher dadurch, dass du halt zum einen super bodennah unterwegs bist und zum anderen diese echt zackigen Kurvenkombinationen, die gefühlt teilweise noch so ein bisschen zu spitz sind, zu enge Radien, was man dann, glaube ich, gefühlt bei den nächsten Bahnen besser gemacht hat, weil danach kam dann erstmal 5 Jahre kein Family Launch Coaster und dann kam Juwelen im Jaws Sommerland und das ist ja fast schon ein Masterpiece und eine richtig gute Bahn und im Vergleich zu dem Vorgänger ist das natürlich trotzdem eine krasse Steigerung, also zum Motor Coaster ein Jahr später Jet Rescue ist wirklich eine krasse Steigerung. Nichtsdestotrotz, wenn Juwelen so Masterpiece ist, auch in Europa sogar geklont wurde, beziehungsweise in der gespiegelten Version, Jet Rescue wurde auch geklont und zwar fürs Wonderland Eurasia in der Türkei als Panava Dalaga. Diese Bahn steht seit 2019 still, beziehungsweise steht der ganze Park Wonderland Eurasia in der Türkei seit 2019 still und das mit unter anderem 17 Achterbahnen.
Wenn ihr gleich geschrieben habt, was ihr von Jet Rescue haltet, findet ihr dann hier noch ein Video zum Wonderland Eurasia und da alles, was da so passiert ist und mit Meinungen von Leuten, die auch vor Ort waren und ein bisschen was fahren konnten in einer kurzen Zeit. Leider war da doch nie alles offen.